Okay, guten Tag. Wir kommen zu der Vorlesung. Hier ist ein Flyer über das Digital Innovation Lab. Wenn Sie Lust haben, gucken Sie einfach auf Internet. Ich würde darüber nicht sprechen. Okay. Gut, so. Letzte Woche haben wir über Speicher gesprochen und wir haben über die Zeitenadressierung und Segmentadressierung schon gesprochen. Und ich werde heute zuerst über Share Libraries sprechen und dann machen wir weiter über ein anderes Thema vom Speicher weiter zu folgen. So, Share Libraries. Es ist eine einfache Idee. Wenn wir über die Zeitenabbildung gucken und wenn wir gemeinsam Bibliothek, Share Library auf Englisch benutzen möchten, dann können wir einfach die Datei und die Inhalte von Speicher weiter benutzen. So, dann brauchen wir nicht mehr Kopien, ansonsten brauchen wir nur eine Kopie. So, und die Prozesse können diese eigene Kopie benutzen. So, man braucht, es bedeutet, wenn wir mehrere Prozesse haben, brauchen wir nur eine Kopie von gemeinsamen Bibliothek, auch Share Library. Ansonsten brauchen wir 100 Kopien für diese Share Libraries. So, was können wir machen? So, hier ist ein Beispiel. Wenn wir über wir haben zwei Prozesse. Prozess A braucht auch Library X. Xlib ist die Bibliothek, die Share Library für X Windows. Das ist ganz wichtig für Linux und Mac OS, wenn man X Anwendungen benutzen möchte. Und das ist hier für Prozess A, hier ist auch für Prozess B. Dann, wenn wir über Prozess A gucken, hier X-Library ist vielleicht im Page Nummer 1, hier vom Prozess B, hier im Virtual Adresse ist auf Page 4. Okay? Dann, was brauchen wir? Jetzt ist das, wir brauchen Zeitentabelle, wie wir letzte Woche schon gesprochen, und dann hier bekommen wir die Umsetzung zu Kärtchen und bekommen wir die reale Adresse. Okay, dann was bedeutet es hier ist das, wenn wir über Prozess A gucken, dann der Zeite Nummer A ist X-Library und Prozess B, Zeite Nummer 4 ist auch X-Library. Und in der Realsprache, in realer Speicher ist X-Library in Zeite Nummer 1. Okay, das ist das Konzept. Wenn wir mehrere Prozesse solcher Bibliothek benutzen möchten, dann brauchen wir nur eine Kopie in realer Speicher. Okay? Gut. Gibt es Probleme? Funktioniert es? Wieso? Ist es problemlos, wenn wir es so machen? Oder es ist wahrscheinlich kaputt, auch nicht gut. Ja. Also es kann natürlich zu Problemen kommen, wenn beispielsweise jetzt Prozess B was ändert an Xlib und Prozess A was ändert und
gleichzeitig, die das machen und dann irgendwas dadurch kaputt gehen kann. Gemeinsam Bibliothek. So, man Ja. kann vielleicht nicht diese Bibliothek etwas verändern. Ansonsten sind die zwei Prozesse nicht gleich. Ja? So, nehmen wir an, dass die Funktionen sind immer read-only oder executable-only und es ist immer reentranceable. Also, dann gibt es noch Probleme. Vielleicht, wenn die gleichzeitig ausgeführt werden und dadurch der Prozess gleichzeitig auf dieselben Ressourcen zugreift? Ja, warum ist das ein Problem? So, wir haben verschiedene Stapel und Programmzeilen von verschiedenen Programmen. So, wenn ich diese Funktion aufrufe, dann bekomme ich diese speichert auf meiner Stapel. Wenn du diese gleiche Funktion aufrufst, dann bekommst du andere Stapel. Ja. Ja, aber das Programm für diese Bibliothek bleibt gleich wie früher, aber diese Runtime-Verhalten sind nicht gleich. Ja, das ist richtig. Okay, dann gibt es noch Probleme. Oh, alles in Ordnung jetzt. Man muss sich erinnern. Ne? So, Programm ist statisch. Ja. Prozess ist dynamisch. Wenn wir über Programm sprechen, es bedeutet, wir gucken diese statischen Inhalte. Das ist immer gleich. Ja? Wenn ich ein Programm mehrmals aufrufe und gleichzeitig habe ich mehrere Instanzen von diesem Programm, dann habe ich mehrmals verschiedene Kopien. Ja? Aber die Textsegment, das Textsegment ist gleich, ja, von alles. Das ist auch gleich mit Shared Bibliothek, Shared Library. Shared Libraries sind normalerweise nur Textsegmente. Ja? Okay? Keine Probleme. Gibt es Meinungen, so es kein Problem gibt? Okay. Hier. Auf Slido gab es eine Anmerkung. Eventuell gibt es Probleme bei der Priorität, welcher Prozess es ändern kann, oder wenn beide auf dem realen Speicher zugreifen, welcher zuerst zugreift. Verstehe nicht. Probleme in der Priorität und quasi in der Zuordnung, wenn zwei Prozesse gleichzeitig zugreifen. Wie dann das Scheduling richtig funktioniert. Aber das ist gleich, wie ich erklärt habe. So, dass diese sind unabhängig von unserem Verhalten hier. Im Betriebssystem gibt es Scheduler. Der Scheduler muss eine Entscheidung hat, um die Performance zu verbessern. Ja? So, dann, das ist über Priorität zu sprechen, aber wir sprechen jetzt über die Genauigkeit und Richtigkeit. Ist es richtig? Okay, gucken wir jetzt. Es kann sein, dass hier brauchen wir einen Jump-Befehl. Brauchen wir etwas zu springen. Und Jump-Befehl brauchen wir die richtige Adresse. Und wenn für Prozess A diese Adresse ist von Seite Nummer 1 vom Prozess B, diese virtuelle Adresse ist von Seite Nummer 4, dann haben wir ein großes Problem, weil wir die richtige Adresse nicht berechnen
können und springen wir vielleicht in falsche Adresse. Okay. So, das bedeutet, wenn wir solche gemeinsame Bibliothek oder Share Library benutzen mussten, es gibt eine Beschränkung. Es bedeutet, dass wir können nur individuelle Adresse für eine Share Library festsetzen. Ansonsten können wir nicht die richtige Adresse bekommen. Was bedeutet hier ist das, wenn wir über solche Dinge gucken, dann brauchen wir immer in dieser Zeitadressierung und die visuelle Adressierung mit gleicher Adresse für Bibliothek. Okay, gut. Wir haben Linux-Users hier. Ich habe auch hier, kenne ich nicht. Ja? So, in Linux, wie bekommt man solche Adresse? Okay, so vielleicht kann ich I can answer this question in a different form. Wir haben über Übersetzer, Linker, so Compiler, Linker und Loader gesprochen. Which one is responsible for this? Wie funktioniert es? Okay. So, wenn ich in meinem Programm zum Beispiel Standard Library C, so glib C benutzen möchten und printf zu benutzen, dann brauche ich ansonsten mindestens solche Bibliothek. Diese Bibliothek kann statisch sein und kann dynamisch sein. Ja? So, wenn man statisch kompilieren, linken und laden, dann brauchen wir keine Share-Bibliothek. Ansonsten, wenn Sie Betriebssysteme benutzen, gibt es Basic Share-Bibliothek, man benutzen können. In Linux gibt es Linux Share Library aus dieser Fundamentalbibliothek, so man ein paar Linux-Funktionen benutzen können. Es gibt auch GNU Library C. Diese Bibliothek ist auch Standard, wenn man etwas aus C-Programm ausführen möchte. Und so, wie schon gesagt, es gibt Compiler, Linker und Loader. Welches Programm ist entsprechend für solche Funktionen, für solche Bibliothek zu machen. Ja? Gut. Was macht Compiler? Es ist ein Code von Hochsprache zum Maschinencode zu übersetzen. Also, und danach wird ja quasi, wenn wir jetzt beispielsweise C-Dateien haben und dann diesen C-Code übersetzen, dann wird ja dann danach quasi, also es werden erstmal Object-Files erstellt und ja. Da drin beispielsweise stehen dann also oben gibt es quasi dann ein Segment, wo dann zum Beispiel so eine Tabelle irgendwie steht, wo halt quasi Referenzen auf andere Bibliotheken dann sind. Das passiert dann aber quasi schon, wenn alle Object-Files zusammen gelinkt werden. Also das passiert im Linker. So der Linker verbindet die Objekte zusammen. Okay? Auch mit der Bibliothek. So, der Linker muss kennen, welche welche Share Libraries
dieser Betriebssystem hat und dann die richtige Adresse auch setzen. Ja? Ich hätte jetzt auch noch mal eine Frage, weil manchmal gibt es ja bei so Linux-Dateien dann zum Beispiel irgendwie so .so-Dateien. Ja. Sind das Shared Objects dann oder was ist das? Das ist Shared Object. Okay, alles klar. Vielen Dank. So, we discussed quite a lot here. How do you know which address this shared object is linked to? Which command do you need in Linux? I mean, when you run a program, you have some parts with the program space, right? The objects you write, and there would be some shared library. Where do you know which address this library is? Also das wird dann ja, wenn man dann quasi oben zum Beispiel in einem C-Programm, da schreibt man dann ja irgendwie include und dann inkludiert man irgendwelche Header-Dateien aus anderen Bibliotheken oder aus anderen Dateien und dann wird ja quasi im Linker werden dann die Adressen zu den richtigen Bibliotheken und Funktionen angegeben, Okay. sodass dann dahin gesprungen werden kann, wenn das Programm ausgeführt wird. Ja, gut. Der Linke. Der MIG macht diese Verbindung. Und was bedeutet jetzt in Practice? Was macht der Linke? Ist, dass der Linke macht zuerst diese simple Tabelle. So bekommt der Linke die Information, welche Bibliothek dieses System hat. Und dann setzt der Linke die richtige virtuelle Adresse. Okay? Und in Linux, man kann mit LDD, so LDD, so benutzen, um die virtuelle Adresse zu bekommen. Okay, gut. Das ist ganz praktisch, praktisch und was müssen wir hier kennen, ist, dass wenn wir Share Library benutzen möchten, dann diese Adresse muss man immer in diese virtuelle Bibliothek muss man in immer gleiche Adresse virtuell setzen. Okay, dann bekommen wir immer die richtige Adresse zu springen und dann haben wir kein Problem. Okay? So, wie ich letzte Woche schon gesprochen habe, können wir auch Segmentation und Segmentadressierung und Seitenadressierung kombinieren. So, Segmentadressierung ist gut mit Sharing, wenn Segmentnummern in Register gespeichert werden. Segmentadressierung ist nicht gut, weil es externe Fragmentierung gibt, aber wir können zusammen mit Seitenadressierung, mit Segmentadressierung zusammen benutzen. Was bedeutet hier ist, wir lassen Segmentadressierung zuerst von verschiedenen Segmenten. So, Textsegment vom Prozess A, Textsegment vom Prozess B, dann setzen wir gleich wie früher. Aber wenn wir über ein Segment gucken, die Adressierung in ein Segment ist mit Seitenadressierung gemacht werden. Das bedeutet, wir haben jetzt auch keine externe Fragmentierung mehr, aber wir haben interne Fragmentierung von Seitenadressierung. Dann können wir auch mit dieser Share-Bibliothek als Vorteil zusetzen. Okay. Gut. Was wollen wir jetzt ist, dass wir dann haben drei Teilen von unserer virtuellen Adresse. So, es gibt dann Offset, aber hier haben wir die Seitennummer und Segmentnummer.
war früher, wenn wir über Segmentadressierung gucken, dann haben wir Segmentnummer und dann Offset. Wenn wir über Zeitenadressierung gucken, dann es gibt Zeitennummer und Offset. Jetzt haben wir zuerst Segment und dann Zeiten. Dann bekommen wir natürlich zuerst Segmentnummer, dann Zeitennummer und dann das Offset. Und die Adressierung ist gleich wie früher. Wir gucken zuerst, welches virtuelles Segment dieses Segment ist. Und dann bekommen wir die Segmenttabelle. Dann gehen wir zum die Zeitentabelle zu gucken, welche Zeiten diese Adresse ist. Und dann bekommen wir dann die richtige Adresse vom Speicher, reale Adresse vom Speicher. Dann können wir die Adresse vom Anfang dieser Patchframe bekommen und dann können wir die reale Adresse zu umrechnen. Okay, es ist jetzt 2 Stufen. Früher war nur eine Stufe, wenn wir zurückgucken. So, das war nur einfach. Zeitennummer, gucken wir zuerst zum Zeitentafel, dann bekommen wir die Adresse. Ja? Dann jetzt haben wir 2 Stufen. Bekommen wir zuerst die entsprechende Segment-Tabelle und dann gucken wir weiter zum Patch-Zeiten-Tabelle. Dann bekommen wir die Anfangadresse von den Cachen und dann können wir die reale Adresse bekommen von dieser Seite. Dann mit der Offset können wir die reale Adresse berechnen. Okay, gut. Wenn größer und langsamer Speicher verfügbar ist, dann können wir vielleicht auch das Speicher ergänzen. Was bedeutet jetzt ist, wenn wir über unser Hauptspeicher gucken, es gibt vielleicht nur ein paar Megabytes oder Gigabytes aus Hauptspeicher. So, wenn wir hier über RISC-V mit 32 Bits gucken, dann das speichert RAM ist nur bis 4 Gigabyte. Ja? Kann man nicht mehr machen. Aber wenn wir große Harddisk, große Solid-State-Disk haben, können wir auch diesen Platz benutzen. Und das machen wir mit die 2 Speicher gleichzeitig, ein für Hauptspeicher und ein für Backup oder aus Swap. Wir können die Zeiten vom Hauptspeicher im Swap speichern. Solcher Swap kann Harddisk sein, kann auch Flash Memory sein, oder kann auch anderes sein. Was brauchen wir jetzt ist, dass wenn wir ein paar Zeiten selten benutzt, dann können wir solche Zeiten im Swap oder Harddisk auslagern. Und wenn wir solche Zeiten später noch brauchen, dann einlagern wir zurück zu Hauptspeicher. Und es ist auch hochwahrscheinlich, dass das Hauptspeicher ist schon ganz voll. Dann müssen wir auch etwas vom Hauptspeicher im Harddisk weiter auslagern. Okay, so das Command immer mit
Hauptspeicher und Platte oder Solid-State Disk solche Dinge machen. Diese Methode ist sogenannte Dimension-Paging. Was bedeutet hier auf Englisch ist einfach so, diese Paging ist nur on demand. So, man bekommt mehrere Zeiten on demand. So, wenn Sie mehrere Zeiten brauchen, dann bekommen Sie mehrere Zeiten aus der Anzahl Zeiten von Hauptspeicher. Okay? Gut. Dann, ich habe eine Frage. So. So, es ist gut, wenn wir Dimension-Paging benutzen, weil wir große Hauptspeicher bekommen. Was ist der Nachteil von Dimension-Paging? Okay, I could comment on this a bit. My Linux, when I was a student, had a much larger swap than my main memory because I had only 128 megabytes memory at that time. Okay, so you would think, is he serious about this number? My first hard disk had 10 gigabytes. I was so pleased that my father gave me that as a gift. 10 megabytes, not 10 gigabytes. 10 megabytes as a hard disk. It was so valuable because it was 10 times more than my flop disk at that time. It reduced the time I had to use the floppies at that time. You probably don't know what floppies are. You probably see that in the museums. But at that time, the swap was the only possibility that you can make your system with larger memory. You got 32 bits of memory space. You would basically only use some bits of RAM without swap. And at that time, the default setup of Linux also created a certain amount of swap for the users by default. Nowadays, it's a different story. You wouldn't even not consider to buy the memory module if it's below 2 gigabytes, right? Yeah, maybe yes and no. So depending, the budget between 2 gigabytes and 4 gigabytes would be very similar. So you will not do that nowadays anymore. Yeah. But it doesn't forbid you to do that. If you are running something that may make your system overloaded with the memory, you will still do it. Okay, but what's the problem? The drawback with this? The computer structures, computer systems, is an art of trade-offs. When you get something, you must have lost something. There's no free lunch, at least in this lecture. That means that you get something in terms of space, you must sacrifice something to get your space. Efficiency and space are usually the best friends. They don't want to come together. If you want to get more space, you would usually sacrifice your performance.
If you want to get some performance, you usually would sacrifice your space. So the locality would have to be maintained to make sure that you gain the space and the efficiency at the same time. This is an illusion that is only achievable if you think about that when you design a system and write a program. It's the same here. Einlagend und auslagend benötigt viel Zeit. Was bedeutet, was ist der Unterschied hier? Wir haben letztes Mal schon diskutiert. Cache L1 Cache dauert vielleicht 2 bis 4 Zukunft. Hauptspeicher dauert 100 bis 1000 Zukunft. Und Harddisk, wie lange dauert es, wenn ich eine Seite vom Harddisk laden musste? Do you know how long it takes to load a page from a hard disk? You don't have hard disks anymore. SSD. Okay, if you don't know how much, let's have a look of what we have earlier. Not so close. So, cache, memory, hard disks. So, this is 10,000 words in memory. If you do so, you must consider the overhead of your system. Okay, so, aber das funktioniert einfach so. Wir haben zum Beispiel jetzt dieser Prozess 1 mit virtuelle Seite Nummer 3 ist in Nummer 8 in Karchen. Dann jetzt bei Prozess 2 brauchen wir diese Seite zurzeit nicht. Dann können wir einfach diese Adresse wegnehmen. Okay? Dann natürlich, wir sollten sich erinnern, hier diese Seite ist nicht mehr in Hauptspeicher, ansonsten in Platte. Aber diese physikalische Adresse können wir für andere Adresszeiten benutzen. Okay. Dann, es bedeutet, die zwei Prozesse sind jetzt nicht aktiv. Und dann Prozess 2, okay, dann hier, diese kann man später hier setzen. Und dann können wir auch einen anderen Prozesse diese Zeiten benutzen. So, man kann diese mit Windows, mit Resource Monitor gucken und man kann auch hier in Linux mit Top oder andere Resource Management überwachen. Okay. Okay, das war's. Gibt es Fragen über Format der Speicherverwaltung? So, wir haben über Identität und Segmentadressierung, Zeitenadressierung gesprochen. Und wir haben auch ein bisschen mit Share Library gesprochen und mit Demand Paging, Segmentadressierung und Zeitenadressierung als Kombination gesprochen. Gibt es Fragen? Okay, so I have to be honest here that when I was a student, first time when I heard this, I was saying, what is this about? Why do I have to learn this? Okay, the computer does everything for me. So why do I have to know this? If I don't have to attend an exam, probably, I don't want to learn this. Okay. And later on, when you start to look at the performance bottlenecks of the programs and the systems,
start to understand how to do the memory management of in the operating systems, you will start to think, oh, I learned this a few years back. And at that time, I did not know why I had to learn this. It's probably a bit difficult to give you a solid story that why this is very important. But I think we too can tell you that this is very close to our research daily. That when you want to touch something in the low level, you need to know what you are doing. You need to know whether you touch the real address or you touch the virtual address. If you want to access certain address, what's the steps you are going through? You have to access the segment table and then page table, and in the end you reach some part. If you make a mistake in a page translation table, then you screw up things. If you cannot get good performance in all the levels, you would get a lot of performance bottlenecks. So the efficiency cannot be gained unless you understand the basic fundamental structures of your memory. Please. Und das gilt bei weitem nicht nur für Speicher. Das gilt eigentlich bei allen Dingen, die wir hier besprechen, wie so ein Computer aufgebaut ist, dass, wenn man wirklich effiziente Programme schreiben will, die da nichts falsch machen, man das sehr verstehen muss. So, of course, you get some arguments that you only need to, some people will argue that I can program everything with Python. I can program everything with Java and with different high-level programming languages. What do I need to understand the hardware? That's correct. I'm not saying that this is wrong. What I'm saying is that to understand the reasons why your system or your program may have serious bottlenecks, not because of your algorithms, not because of your programming. You look at the program, everything looks fine, but it just doesn't run well. Then it could be due to the memory reasons or due to some periodizations, especially nowadays. Yeah? And as I said, computer systems. The design of computer systems is an art. There is a set of people working for making the best trade-off of your computer systems. They make assumption that the programmers can make the best use of it if they want. Of course, if they don't want, they could rely on the compilers, they can rely on the tool chains in the system, and if everything works well, there's still no problem, but there are always cases that you will need to understand that, yeah? Especially when you want to touch the embedded systems, the Internet of Things, those devices that would need very high demand of good usage of resources. Okay, gut. Dann können wir schon, wie Hauptspeicher organisiert wird. Es ist nicht so kompliziert. Es gibt Zeiten, Kärtchen und virtuelle Adresse und reale Adresse. Ja? Aber das ist vom Hauptspeicher. Wir brauchen etwas in SRAM und Dinge zu verbessern. So, schnellen Speicher zu benutzen. Das bedeutet, wenn wir immer diese Adresse von Zeittabelle gucken möchten, dann vielleicht sollten wir etwas von Zeittabelle schon in SRAM einsetzen. Das ist sogenannte Translation Look-Aside Buffer. Translation Look-Aside Buffer ist ein kleiner und schneller Hardware-Speicher. Das ist hier im SRAM. Und die Ausführung von Translation, Übersetzung von virtuelle Adresse zur realen Adresse zu verbessern. Okay? Wenn wir solche Translation Look-Aside Buffers
nicht verstehen. Also wenn es solche Translation Look Aside Buffer nicht gibt, dann gucken wir immer zuerst die Zeitentabelle im Hauptspeicher und dann bekommen wir die reale Adresse und dann können wir weiter berechnen. Es bedeutet, wenn wir nicht solche Translation Look Aside Buffer nicht benutzen und gibt es immer langsam Ausführung mit Zeitenadressierung oder Segmentadressierung. So explain this again. If we think about the execution plan from the virtual address to the real address, we always have to look at the page tables. The page tables are stored in the main memory. If you, by performing any computation, need to look up your main memory, then every instruction execution would be super slow. You cannot afford that. Without the translation look aside buffer, there's no reason you would use the virtual address in that way. So the virtual addresses must be combined with an efficient lookup table from the SRAM. Okay? So, gut, gibt es Frage? Okay, was haben wir in Translation Looks Aside Buffer? Translation Looks Aside Buffers enthalten Auszüge aus den vollständigen Tabelle von Hauptspeicher. Das bedeutet, wir haben diese Dinge, wir haben ein großes Buch im Hauptspeicher und dieser Translation Look Aside Buffer ist nur Indexer und nur ein paar Indexer, nicht die ganze Indexer-Systeme. Wir laden nur ein paar Dinge in Translation Look Aside Buffer. So, das ist zum Beispiel, hier ist unsere Seitentabelle und Translation Look Aside Buffer ist vielleicht von hier bis hier und hier bis hier, okay? Es bedeutet, wir haben nur ein kleiner Snapshot in Translation Look Aside Buffer. Wenn wir die Lokalität immer aufpassen, dann benutzen wir die Inhalte von Translation Look Aside Buffer mehr und bekommen wir auch bessere Performance. Okay? Gut. Dann habe ich eine Frage. Okay. Angenommen, es gibt 4 Kilobyte große Zeiten. Welche Szenarien sind möglich? Bei Zugriff auf 12 Kilobyte würden nur 2 Translation Look Aside TLB-Einträge benötigt und weiter. This is multiple solutions. So keep in mind, we don't store the whole content in the main memory. To the translation look aside buffer, the translation look aside buffer is a snapshot of the page table. The page table does not contain the content in the main memory. The page table provides a translation table from the virtual page to the physical address of the page, the physical starting address of the page. Okay.
Okay, so 12 Kilobyte wollen wir 3 Zeiten. Dann wollen wir mindestens 3 TLB. Ja. Fünf Kilobyte wollen wir mindestens 2 TLBs. Und die Frage natürlich ist, was wir brauchen für 10 Kilobyte und 4 Kilobyte. Wenn ich richtig implementiere, dann brauche ich 3 Einträge für 10 Kilobyte. Aber ich kann schlecht implementieren mit 10 Einträgen. Das geht auch. Ja. Okay, die zweite und dritte sind richtig. Ja. Sind nicht gut, aber ja, funktioniert es. Ja. Okay, gut. Ja, so, wenn die gesuchte Zeiten ist in TLB, dann benutzen wir direkt die Information von TLB. Wenn die gesuchten Zeiten nicht, sind nicht in TLB, dann müssen wir diese TLB verwarten. Und dann, was benutzen wir? Hier ist das. Wir laden den entsprechenden Eintrag von Zeitentabelle vom Hauptspeicher. Aber unser TLB ist schon voll. Okay? Wir sollten einen Eintrag von aktueller TLB ersetzen und einen auswerfen. Und dann bekommen wir einen leeren Platz, um den neuen Eintrag einzusetzen. Okay? Gut? Das ist immer so, wenn unser Hörsaal ganz voll ist und wir ein Student hier kommen müssen, und ich muss fragen, ob jemand hier draußen gehen möchte, und dann bekommen wir einen freien Platz und dann können wir den neuen Student hier einsetzen. Okay, this is not a good example nowadays, but this is what it happens. Okay, good. So the question is that, which one is replaced? I can nicely ask people, but in computer systems, the hardware doesn't ask. It just does its job. Who is replaced? Who has to be replaced? And this is what we are going to talk next. Before we talk about who is replaced, we should talk about how I can find whether the page is in the TLB, and if the page is not in the TLB, which ones will be replaced, and what would be the scope of this discoverable region. So before we go ahead into raw stuff, let's think about this a bit. My TLB entry, so my TLB has a size of 8 kilobytes. And each TLB entry, let's assume that needs 32 bits, so 4 bytes. So 8 kilobytes divided by 4, I have 2048 entries. And I want to know whether the page I'm going to access is in a TLB or not within one cycle.
I'm best. The best 1 cycle or 2 cycles. You cannot do it one by one. Right? If you search them one by one, you are going to be in trouble. So you want to have a structure so that can be used such that you can finish the mission I just explained to know whether this page is in the TLB or not as soon as possible. Okay? So to do so, we have to do something about the TLBs, to organize the TLBs such that we find a good way to identify whether that address is in the TLB or not. There is a very simple way that this this access is going to map to one specific address in the TLB. If that address has my content, then I'm there. If that address doesn't have my content, then I'm not there, and I kick that guy out without any second thought. All right? So it's like that. We have some assigned seats in this classroom. We may have 2,040 students coming to this classroom, and everyone has an assigned seat. It's just a problem that a seat may be assigned to multiple people. And this group of people can only be seated with one person. The person who is currently in will stay here until the next moment that it's another person assigned to this seat comes. And that person will be replaced. Okay? Any question for this? That's the simplest way. I didn't understand it. What happens when two students are assigned to the same seat? Maybe I can repeat the question. What happens if 2 students are assigned to the same seat? The solution is that one seat can only host one person. These 2 students come one after another. The first student sits here on a seat first, and when the second student comes, the student just kick out the first student out from the seat. And when the first student comes again next time, the student kicks out the previous student as well. So you just kick out the previous one without any doubt and any thought, under the assumption that the previous ones who occupies the seat would be kicked out by you. It's like a cycle. It's like a cycle. I don't get the destiny. What? What is it? It's like a cycle. Oh, it's like a cycle. Okay. But it's an assumption that when we are looking at the memory request, you are kicked out because you are not used. Yeah? Okay. In some way. Okay, now let's change this a bit. We change this to a role. A group of students is assigned to a role in this classroom. And when the student assigned to role 1 comes to the room, the student checks whether there's an empty seat or a copy of the student existed before in this room. If the copy of the student existed here before in this room, then the student said, I was here before, so sorry, I don't know I was here before. So it's called catch hit or TLB hit in this case. If by searching this word, the student does not find a copy of himself or herself, then this is a miss. That means that in this room there was no copy of the student beforehand, and then we have to kick one of them out. So one of the seats would be kicked out by that request of memory.
Okay. The last one is probably what we do nowadays in the setup of the classrooms. That is, we don't assign seats. So everyone can enter this room and then check whether there's an empty seat somewhere. Or first, the one has to first check whether there's a copy of the person himself, right? As I said, for the memory content. And if the room is completely full, one of the seats here would be replaced by the new student. Okay. Which example is that? Exam Organization. Mir fällt gerade ein, es gibt noch ein ganz anderes gutes Beispiel dazu. Vielleicht nutze ich das auch einfach, um kurz zu erklären, wie Klausuren so organisiert werden. Also stellt euch vor, die Rechnerstrukturen-Klausur wird geschrieben. Da gibt es ja jetzt viele Möglichkeiten, wie wir euch sagen, wo ihr hin müsst. Wir könnten sagen, ihr müsst in Hörsaal AB auf Sitz Nummer X. Dann habt ihr einen festen Sitz zugeordnet, das wäre Direct Mapping. Wenn auf diesem Sitz schon jemand sitzt, dann haben wir ein Problem, dann müssen wir den da runterschmeißen. Wir könnten aber auch sagen, irgendeine Person, geh bitte in den und den Hörsaal und such dir da einen Sitz aus. Und das sagen wir jeder Person. Dann hätten wir mengenassoziative Abbildung. Also wir sagen jeder Person eine Menge von Sitzen, wo ihr hingehen könnt. Dann geht ihr in den Hörsaal rein und nehmt einfach den nächstbesten Sitz. Und dann haben wir erst ein Problem davon, wenn der ganze Hörsaal voll ist. Dann müssten wir jemanden rausschmeißen. Was wir auch sagen können, alle Leute, die zur Klausur wollen, gehen einfach irgendwo hin. Auf der ganzen Uni könnt ihr überall in jeden Raum gehen, auf jeden Sitz und die Klausur schreiben. Dann könnt ihr so lange den ganzen Campus ablaufen, bis ihr einen Platz für die Klausur gefunden habt. Und erst wenn dann alle voll sind, haben wir ein Problem. Wir machen übrigens Ersteres. Für Klausur machen wir einfach mit Direct Mapping. Nein, Set Associative. Huh? We do direct mapping this time? Okay, due to COVID-19. Früher machen wir meistens mit Set Associative Mapping. Das bedeutet, dass wir teilen die Studenten ein, um die verschiedenen Klausurzimmer am Klausur teilzunehmen. Ja? Das ist Set Associative Mapping. Wenn wir nichts sagen und die Studenten müssen einfach im Campus laufen, um einen Platz zu finden, das ist Set Associative Mapping, auch Fully Associative Mapping. Okay? So, wir haben die drei Dinge schon gesprochen: Direct Mapping, Set Associative Mapping und Associative Mapping. So, was bedeutet hier ist, Direct Mapping bedeutet es, jede Menge hat nur ein Element gleichzeitig in dieser Menge. Jede Menge, so, Direct Mapping bedeutet, wir haben ein Set für eine Seite, okay? Und Set Associative Mapping, da haben wir mehrere Einträge für eine Menge. So, wie ich vorher schon gesagt, ein Row. Und Fully Associative Mapping ist, es gibt nur eine Menge und diese Menge hat mehrere Einträge. Okay? Gut. So. Wie können wir dies realisieren? Ich glaube, wir werden die nächsten 30 Minuten nur über diese Folien gucken. Ja, vielleicht. Haben auch viele Fragen auf Slido dabei. Ja, okay, noch nicht. Zu schnell. Gut. So, was haben wir? Wir brauchen zum ersten Studien-ID.
von unserem Beispiel. We need a student number. Und wir brauchen auch die Einteilung von Assignment von zum welchen Row oder zum welchen Zimmer. Okay? Die Student-Identität nehmen wir hier mit Tag. Tag ist die einzige Adresse von dieser virtuellen Adresse. Okay? Das ist gleich wie Student-ID. Auch Markiernummer. Und Indexe, wenn wir 4 Mengen haben, dann indexen wir von dieser 4 Mengen mit nur 1, 1 nur und 1, 1. Dann brauchen wir 2 Bits. Wenn wir 1024 Mengen haben, dann brauchen wir 10 Bits. Diese Indexe sind von nur bis 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay? Dann haben wir diese Indexe hier. Dann natürlich, wenn wir über Zeiten gucken, es gibt, wie ich vorher schon gesagt, 4 Kilobyte pro Seite, dann bekommen wir diese Zeitgrenze immer mit der Adresse mit 12 Bits am Ende. Ja, das ist 4 Kilobyte. Okay? So, wenn wir über die zusammen 32 Bits Adresse gucken, es gibt am Ende diese Offset in der Seite. Wenn die Größe von Seite 4 Kilobyte ist, dann haben wir 12 Bits hier als Offset. Okay? Dann, wenn wir über die Indexe gucken, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn ich 1024 Mengen haben, 1024 Sets haben, dann habe ich hier auch 10 Bits. Okay? Dann haben wir zusammen schon 22 Bits schon benutzt. Dann hier haben wir die 10 Bits aus unserem Tag. Das ist der Rest. Okay? So, wie funktioniert es? Wie ich vorher schon gesagt, wir gucken zuerst, ob diese Seite ist schon im TLB. Wie kennen wir, ob diese Seite in TLB ist? Zuerst gucken wir genau in diese Menge. So, wir haben zusammen 1024 Sets und diese Adresse ist nur auf diesem einzigen Set. Wir gucken genau drin. Wenn es 8 Plätze dort gibt, dann überprüfen wir, ob einer von den 8 Plätzen ist gleich wie ich. Okay? Wenn ja, dann bekomme ich die Anfangadresse der Kärtchen von dieser Seite. Dann kann ich schon die reale Adresse berechnen.
wenn die alle 8 Parameter sind nicht gleich wie meine einzige Tag-Nummer, dann bin ich noch nicht im TLB, dann muss ich eine von dieser TLB dieser Index wegwerfen, sodass ich einen Freiplatz bekomme, um die neue Adresse dort eintragen. Okay? Gut. Gibt es Fragen hier? Okay, dann mal ein bisschen weiter. Wenn wir über Direct Mapping gucken, was bedeutet, es ist einfach so, dass wir nur Bit im Index haben. Entschuldigung, was habe ich gesagt? Direct Mapping? Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. Wenn wir über es war falsch, ja? Wenn wir über Associative Mapping gucken, dann ist das Indexbit es gibt nur ein Set mit Fully Associative Mapping. Wenn wir zusammen nur einen Platz in jedem Set haben, dann es bedeutet, wir haben nur ein Tag hier und die Anzahl von Index hier ist auch die Größe von TLB, gleich wie die Größe von TLB-Einträgen. So, wenn wir zusammen x Einträge am TLB setzen können, dann ist die Indexe log 2 von dieser Größe von TLB-Bits. Okay? Good. Any question for this? So, wir haben viele Übungen. Darüber. Okay. Good. So I explain this again in English, if in case you were lost. So we have 32 bits in our address. To achieve what I just said with direct mapping, set associative mapping, and associative mapping, we need to understand the address of the 32-bit address room. We are looking at the TLBs, so the last part is the offset, which is the number of words in the page table. So if the page table size is 4 kilobytes, then that means that the address you can put into within a page is only from 0 to 4095. So this can be indexed with 12 bits. So the offset, due to that reason, is 12 bits. Now, in the TLB, let's assume that we partitioned the TLB into multiple sets. Each set has multiple elements or one element. Then the index bits we need is basically to be sufficient to index the number of sets. If we have 1024 sets, then we need 10 bits to index the corresponding set. The concept set, as what I said here, if we have 1024 rows in this room, then we need 10 bits to index the rows. If we have only one big classroom for fully associative mapping, then the index bit is 0 because we only have one set. Therefore, this is the same structure we look at for set associative mapping, fully associative mapping, and direct mapping.
the remaining part of that 32-bit, in this case 10 bits, 32 minus 12 minus 10, is the unique address that you can use to compare the information that you have stored in a TLB to verify whether this table, this entry, is already in the TLB or not. If the tag is the same as one of the entries that you have in the index, then this is a hit. That means that this address you want to access was accessed before, and the information remains in the TLB. You can directly utilize this information. If you don't find any of them in the entries in the index of the set, in the index set, then it's possible that this address was X before, but was already kicked out. As he already said, it's a cyclic behavior, was kicked out by the others. So you have to ask the information again from the main memory. Okay? Any question? This is super important to understand the address, because we are going to spend more time on this. Okay, so, gut, kein Problem, dann machen wir weiter. So, the red mapping, so das ist, wir haben hier als ein Beispiel 4 Zeiten, 4 Einträge am TLB. Der red mapping bedeutet, dass diese Adresse, wir machen diese zwei, ja. Dann machen wir einfach zu hier. Hier ist nicht binär, 4. Okay? Dann Basis 4. Okay, das bedeutet, diese Seite ist immer in Seite nur von Set nur von TLB. Diese ist gleich, diese ist gleich, diese ist gleich und diese ist gleich. Der Red Mapping. Und dann natürlich diese Zeiten sind einfach hier. Dann viele andere. Dann dieser sind hier. Okay. Wie in meinem Beispiel, es gibt 5 Studenten mit gleichem Platz, aber nur einer von hier kann hier hinsetzen. Okay. Dann machen wir weiter. Das ist auch hier. Das ist hier. Okay? Gut. Das ist Direct Mapping. Set Associative Mapping bedeutet es gibt vielleicht Multiport-Einträge hier. Da müssen wir gucken, ob die Tag gibt schon hier, und dann können wir weitermachen. Okay. Gut, dann, das habe ich schon gesagt, es gibt auch Associativität oder Unweighted Associativity. Wenn wir mehrere Wege bekommen, dann gibt es auch Möglichkeit, mehr Plätze in dieser Reihe. Dann leider müssen wir die alle gucken, ob es schon einen Platz von dieser Adresse gibt. Das ist mit Tag zu tun. Okay? So, wenn der Speicher voll ist, dann müssen wir etwas ersetzen. Dann werden wir später am Mittwoch darüber noch sprechen. Aber ich habe schon Fragen.
Ja, gut. Noch nicht. Warte mal, noch nicht. Entschuldigung. So, das haben wir schon alles erklärt. Ja? Gibt es. Ja. Okay. Gibt es Fragen über die drei Organisationsformen? Wenn nein, dann es gibt auch Cache. Wie wir vorher schon gesprochen, Cache R1, R2, R3 und Cache kann man mit Instruction Cache oder Data Cache zu benutzen. Zurzeit gibt es auch Prozessoren, die Cache TLB ganz gemischt aus SRAM zusammen einsetzen. Dann ist es auch gleich für Cache und TLB. Cache ist ähnlich wie TLB, aber nicht gleich. Der Unterschied ist hier. Auf Port. Leider, beide sind gleich. This is usually very confusing. So they are small, both fast, both this and that, but they are actually different. Okay, let's keep in mind that TLB is used to accelerate the translation from the virtual address to the real address. TLB is used to translate, to speed up the translation from the virtual address to the real address. It's about address. And cache is related to the instruction cache and data cache to improve the efficiency of execution of the code or the access to the data. Okay, so TLB is about address, and cache is about data, either the data of the program or the instructions of the program. And both are smart and fast memory, so they both are SRAMs reside in the processor. So the answer is quite clear now. Let's have a look. Very good. So I already said they are different, right? So it's too late to root you for that. Okay, good. What's next? Zu viele Dinge hier. 48, 35, 53. Wir sollten ein bisschen dort gehen. Okay. Oh. 53. I think you understand how cache works. Cache funktioniert gleich wie TLB. Was brauchen wir, ist einfach so, wir müssen einfach Adresse lesen, dann gucken wir, ob diese Adresse ist schon auf Cache oder nicht. Wenn ja, benutzen wir sofort. Wenn nein, es ist Cache-Miss,
dann zugreifen wir vom Hauptspeicher, dann bekommen wir die Daten, setzen wir die Datei in Cache und dann benutzen wir dort. Ja? Das ist einfach so. Und dann Cache, wie wir schon kennen von TLB, das ist nicht gleich wie TLB, aber fast gleich. Cache hat auch Tag, Index und Offset. Ja? Wenn wir über TLB gucken, das ist in dieser Grenze von Zeiten mit 4 Kilobytes, wie ich vorher schon erklärt. Mit Cache, dann wir gucken genau, wie groß ein Eintrag in Cache ist. Das ist die Cache-Größe mit Englisch Cache 9. So, wie viele Bytes können wir auf Cache lassen? So, wenn wir zum Beispiel 32 Bytes auf Cache lassen können, dann können wir 5 Bits in Offset setzen. Der Unterschied zwischen Cache und die Adresse von Cache und TLB ist nur diese Offset setzen. Von TLB, das ist relevant von der Größe von Zeiten. So, wenn wir 4 Kilobyte Zeiten haben, dann brauchen wir 12 Bits hier einsetzen. Für Cache laden wir direkt die Daten vom Hauptspeicher in Cache. Wir können natürlich eine große Zeit im Cache einladen, weil diese vielleicht zu groß ist. Dann brauchen wir mehr Zeit, um die Daten einzuladen. So deswegen, diese Größe ist normalerweise in der Grenze von ein paar Bytes, so 32 Bytes, 64 Bytes und ein bisschen weiter, aber nicht mehr weiter. Dann bekommen wir die Cache-Größe hier. Und das ist in Englisch Cache 9 und das ist auch mit Blockgröße genannt. Dann können wir weiter hier setzen. Das ist mit 9 Size genannt. Dann können wir auch mehr Tag hier einsetzen. Okay. Ich werde am Mittwoch noch darüber sprechen, aber ich habe 4 Übungen von heute über Cache. So. Das. Okay. Let's talk about the number of bits we have in Cache organization. So, angenommen, Sie haben eine Direct Map Cache. Es gibt 32 Bits Speicheradresse. Jeder Cache-Block hat 32 Bytes. So. Der Cache hatte eine Gesamtgröße von 32 Kilobyte. Was ist das konkrete Adressformat? So we will go ahead with many of laws. Huh? So it's different organizations.
Okay, so how many sets do we have? Who wants to say something? So how many sets do we have? Because we need that to translate to the number of bits for index. So direct mapping, each one has a size of 32 bytes. The cache size is 32 bytes multiplied with 1024. So we have 1024 entries. We have 1024 cache lines. Each of them has a size of 32 bytes. We need log2 of 1024 bits to index the set. So this gives us 10 bits for the index. So 10 bits for the index. So this is quite good. Now let's do the next one. For associativity. So for associative cache, the same organization, the same size. Which one is correct now? Keep the same answers until the last one. I expected this. So there's a question from the chat. When is the student milestone going to be uploaded? First, we need to finish correction. And after that, we will do it. Ja, also Mittwoch wird ja Blatt 12 abgegeben, dann wird das korrigiert, vielleicht bis nächsten Mittwoch. Ja. Und dann brauchen wir bestimmt auch noch 1-2 Tage, um die Daten alle zu sortieren und zu organisieren und das alles einzutragen. Of course, you would ask, but Professor Chen, I'm already done with my student milestone because I passed all the exercises. Yes, of course. But please be patient because we cannot do this customized for everyone individually. We would have to do this in a systematic manner when we finish the semester, we will do it. Yeah. Okay, good. So index ist nur, weil wir nur ein Set haben. Dann haben wir 27 Bits aus Tag. Now, I'm also curious whether the next answers are similar. Okay, let's do the next one. Set associative. Ist nicht gleich, früher gleich wie früher. Okay, anyway. So, set associative mit 4 sets. So, is our answer correct?
Okay, 4 Sets, 2 Bits vom Index und dann gleich 5 Bits vom Offset und dann der Rest ist 25 Bits von Tag. The next one. So, 8 ways. N-ways set associative mapping. Es bedeutet, dass es 8 Elemente gibt es in jeder Set, jede Menge. So, yeah. Now the last answer is finally different from the previous ones. I would be surprised if they are all the same. So on Wednesday, I'm going to talk about an article, what every programmer should know about memory. So if you have the slides and you have time, please have a look of that document, because it's not only about the understanding of the memory, but also about the impact of the impact of the memory to your program. If you don't respect to the memory, the expectation of the memory designers, then you should not blame that they do not do the jobs for you. You first have to understand the design principles of the memory architecture, and then they will do their job for you if you follow their design principles. The good thing of the memory is that they will not betray you much if you respect their design principles. What you always pay attention is locality, and locality. Make sure that you follow the locality of the memory designers, and then this should be done in your program, in your system design, and then you get better performance of that. Any random work of your program in terms of execution, so if you randomly call a function without any regulation, that's terribly bad. If you do a random work of your data array, just go say that, I need to do some randomization, so let me just randomize my data array and visit the first element, and then the next random element, and yet the next random element. The memory subsystem would say, hey, are you crazy to do that? Then I'm going to do it crazily as well. So there would be no locality respected by you, so there's no locality provided by the memory subsystem, and no performance can be provided to you for that. So now let's do it, and hopefully we get something that is a bit white. Okay. Who wants to explain your answer? Here. So offset. Offset. The block size, the catch block, is 32 bytes. So that means that
we still have 32 bytes in the offset. So still 5 bits in offset. Okay. The question next is that how many sets do we have? How many sets do we have in this design? We have in total 1,024 cache blocks. We have in total 1,024 cache blocks. And we organize them in each group with 8 blocks. So we have in total 1,024 divided by 8 sets. This is 128 sets. We need 7 bits for the index, 5 bits for the offset, and then the remaining 20 bits for the tag. Okay, any question for this? Do you need, who needs one more, who needs explanation one more time? Please raise your hand here. If you don't raise your hand here, if you need explanation for YouTube, from YouTube, we can do it once more as well. Okay. So the key part for understanding the distribution of the address space is to understand the size of the offset, the number of sets in the TLB or in the cache. Okay? And the remaining is just the tag. For the TLB, the size of the offset is related to the patch size. For cache, the size of the offset is related to the cache block size. So we have 22 bytes or 32 bytes cache block. So the offset has 5 bits. Now the index. If we use direct mapping, then we have 1,024 bytes for the direct mapping. So we map them to 1,024 sets. So we need 10 bits here for direct mapping. For fully associative mapping, we map them to 1 set. So we only 1 bit for that set. We use set associative mapping. Then we need to know how many sets we have. Now we don't know how many sets we have in this assignment, but we know that each set has 8 ways. Since we in total have 1,024 entries, and each 8 of them would be organized into 1 set. So we have in total 1,024 divided by 8 sets. This is 128, which can be indexed with 7 bits. So this is why we get the answer, 20 bits for the tag, 7 bits for the index, and 5 bits for the offset. Okay, so no question. Then if not, then next on Wednesday, we are going to continue to talk about cache. And we give you some data about how cache, how the locality can improve the performance if you utilize that well. And we will talk about something that is highly relevant to the clausura, about the replacement policy. When your set is full, which one should be kicked out? And see you on Wednesday.